Sprechen wir darüber. Zugeschaltet ist Benjamin Jendrow, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Herr Jendrow, wir grüßen Sie. Ja, guten Abend, Herr Simon, guten Abend, Frau Losch. Erleichtern denn diese Bodycams, die da gerade im Beitrag angesprochen wurden, die Arbeit Ihrer Kollegen, jetzt gerade in der Silvesternacht, wenn es darum geht, mögliche Krawallmacher zu identifizieren? Also zunächst mal müssen wir sagen, dass eine Kamera an sich natürlich keine Gewalttat verhindert. Aber wir haben sie nicht umsonst auch als Gewerkschaft der Polizei flächendeckend gefordert für den Basisdienst. Weil Sie haben ja gerade die Zahlen gezeigt. Ne? Im vergangenen Jahr wurden das erste Mal über 100.000 unserer Kolleginnen und Kollegen in Deutschland angegriffen. In Berlin sind es alleine über 10.000. Das ist jede Stunde mindestens ein Angriff auf eine Polizistin oder Polizisten in dieser Stadt. Und wir erleben eben oftmals, dass es dann nicht zu Verurteilung kommt, weil mitunter auch Beweismaterial fehlt. Und Bodycams können dazu beitragen. Wir haben jetzt in Berlin ja schon ein paar Bodycams ausgerollt und schon erste Erfahrungen. Es gibt auch erste Gerichtsprozesse, wo dann alleine die Bodycam-Aufnahme dazu geführt hat, dass wirklich auch mal jemand verurteilt wurde, weil es gehört zur Wahrheit auch dazu, dass wir schön in Deutschland jetzt wieder darüber reden, das Strafmaß noch mal weiter zu erhöhen. Im Regelfall ist es so, dass diejenigen, die unsere Kolleginnen und Kollegen von Polizei und Feuerwehr angreifen, ja gar keinen Gerichtssaal sehen, geschweige denn verurteilt zu werden und manchmal dann vielleicht ein paar Stunden Brabbelkreis und ein bisschen Delfintherapie. Von daher ist es schon wichtig, mit Blick auf die Silvesternacht, Sie zeigen ja da gerade auch wieder Bilder, also da muss man ganz ehrlich sagen, da wird eine Bodycam bei dem, was wir auf den Straßen erleben, natürlich relativ wenig helfen. Ja, wenn wir jetzt Fälle von häuslicher Gewalt beispielsweise haben, von Ruhestörungen, kann das schon auch Beweismaterial sichern und hilft sicherlich auch der Prävention. In der Silvesternacht, wo Raketen, Batterien, Böller durch die Gegend fliegen, werden die Aufnahmen jetzt wahrscheinlich nicht dazu führen, dass wir da einen Straftäter auch überführen können. Dann fragen wir doch mal, wie Sie sich jetzt auf den Jahreswechsel vorbereiten, die Polizistinnen und Polizisten in der Hauptstadt, um eben solche Straftäter dann zu überführen oder Straftaten überhaupt zu verhindern. Ja gut, Frau Losch, wir wissen, dass die Polizei und die Feuerwehr seit Monaten daran arbeiten, auch Maßnahmen ergriffen haben, um möglichst ein friedliches Silvester auch zu ermöglichen. Wir wissen aber auch, dass nicht in der Hand von Polizisten und Feuerwehrleuten liegt, dass wir alle friedlich ins neue Jahr feiern, weil sich einfach an den Rahmenbedingungen nichts verändert hat. Wir als Gewerkschaft der Polizei Berlin haben nicht umsonst eine Petition ins Leben gerufen, kämpfen für ein Böllerverbot, weil es geht eben auch darum, viele dieser Silvesterstraftäter, die kann man gar nicht beweissicher festnehmen in dieser Nacht. Deswegen haben wir in den letzten Jahren, wir können es an einer Hand abzählen, wer da wirklich mal einen Gerichtssaal gesehen hat. Dann sagen die Leute aus, tut mir leid, die Rakete habe ich gar nicht mit Absicht auf den Polizisten gefeuert. Mir ist da irgendwie die Lunte an den Finger gekommen und dann habe ich es hochgerissen und dann spaziert er wieder raus. Das ist die Realität. Von daher haben Polizei und Feuerwehr möglichst Maßnahmen ergriffen. Es gibt Böllerverbotszonen, die sind auch Waffen- und Messerverbotszonen. Es wird sehr starke Polizeipräsenz auf den Straßen zu spüren sein. Wir haben ungefähr 4.000 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz, haben aber auch noch ein Alltagsgeschäft. Und wir müssen ganz ehrlich sein, gegen das, was da gerade in der Silvesternacht auf den Straßen passiert, die Szenerie, das ist unübersichtlich, das wird sehr, sehr schwer. Und ich hoffe einfach, dass alle unsere Kolleginnen und Kollegen dann auch wirklich gesund durch die Nacht kommen. Die Böllerverbotszone haben Sie gerade schon angesprochen. Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher damit gemacht? Dieses Jahr sollen die ja auch wieder eingerichtet werden. Halten sich die Menschen denn daran? Na gut, wir müssen erst mal sagen, da ist natürlich viel Polizeipräsenz. Ne? Und da kann ich dann natürlich auch Taschenkontrollen durchführen, auch Ansprachen machen, auch nicht erst um 0 Uhr, sondern auch um 18, 19 Uhr, um dann auch Leute davon abzuhalten. Aber wir müssen ganz ehrlich sagen, das ist ja genauso wie mit Messerverbotszonen. Das sind Placebos, weil vielleicht kriegen wir diesen Bereich, auch wenn wir dieses Jahr ein anderes Konzept fahren, ohne Zäune, mehr mit flexiblen Polizeikräften vor Ort. Ich kriege den Bereich vielleicht sauber, aber wir sehen ja, dass in der ganzen Stadt und auch in anderen Bereichen Deutschlands flächendeckend hier auch Pyrotechnik dazu eingesetzt wird, um auch Einsatzkräfte zu beschießen und auch andere Menschen gefährdet werden, zum Beispiel durch Raketenquerschläger. Ne? Und wir haben zwei gravierende Taten, über die wir im letzten Jahr alle gesprochen haben in Berlin. Das eine war der Angriff auf unseren Kollegen mit einer Kugelbombe, der fast seinen Unterschenkel verloren hat. Das andere war der 7-jährige Junge, der lebensgefährlich verletzt wurde. Das waren beides Bereiche, die nicht in einer Böllerverbotszone waren. Also was sagt uns das jetzt? Wenn wir ehrlich sind, ist Pyrotechnik genauso wie Messer, das ist nicht außerhalb der Zone ungefährlicher. Und deswegen brauchen wir ein flächendeckendes generelles verbunden natürlich auch mit einem Verkaufsverbot, weil wir wissen leider auch, dass sehr, sehr viel Pyrotechnik im Umlauf ist. Und das bereitet uns die großen Probleme. Wir wollen nicht den Spaß an Pyrotechnik verbieten, deswegen sagen wir auch als GdP Berlin, wir wollen bitte organisierte Veranstaltungen, wo Menschen hingehen können, ob nun Tradition hochhalten oder einfach Feuerwerk genießen, das ist schön, aber wir müssen etwas gegen diese wilde Böllerei tun, weil sonst kann die Polizei und kann am Ende auch die Justiz nicht dafür sorgen, dass diejenigen, die Straftaten begehen, hinter Gitter kommen. Ziemlich Sorgen macht ja auch dieser Fall eines 35-Jährigen, den die Polizei in Berlin-Reinickendorf festgenommen hat, mutmaßlich ein Verkäufer illegaler Pyrotechnik. Und der hatte angeblich 6 Kugelbomben in der Tasche. Wie ist denn dieser Fall verhindert worden? Wie kam es hier zu dieser Festnahme?
Na, da sieht man auch ganz gut, dass die Polizei sich eben nicht auf die reine Silvesternacht beschränkt. Es laufen seit Wochen auch Ermittlungsmaßnahmen. Man durchforstet das Social Media, man guckt auch ganz akribisch. Es gab mehrere Durchsuchungen. Es ist ja nicht das erste Depot, was ausgehoben wurde. Wir machen uns da aber auch keine Illusionen. Es ist alles wichtig, dass das weg von der Straße ist, gerade die illegale Pyrotechnik. Wir werden aber wahrscheinlich noch viel mehr erleben, weil wir auch wissen, dass die Leute sich eindecken. In Berlin können sie auch bis Mitternacht noch einkaufen gehen, ne? Und fleißig sich bestücken. Und sie wissen mittlerweile, dass man illegale Pyrotechnik, also Kugelbomben und Co. auch über Koks-Taxis bestellen kann. Also sie kommen daran, es ist verfügbar. Man muss nicht mal nach Polen fahren oder sonst irgendwie im Internet bestellen. Und das bereitet uns große Sorge. 6 Kugelbomben, da kann man eine Menge Schaden mit anrichten. Schon eine ist hochgefährlich. Wir haben aber beispielsweise auch vor 2 Jahren mit einer Hundertschaft im Vorfeld 17 Kugelbomben ausfindig gemacht durch ein Depot. Darüber hat gar keiner berichtet. Also das ist was wir natürlich auf dem Schirm haben müssen, gegen was man sich auch nur bedingt vorbereiten kann. Aber natürlich betrachten wir das mit Sorge. Nur man sieht eben auch, dass die Polizei in den letzten Wochen ja mehrere so eine Lager auch ausgehoben hat. Wir hoffen einfach, dass alle anderen sich dann auch friedlich an die Regeln halten. Ja, und ich hoffe persönlich auch, dass es aus allen Eimern schüttet, weil dann haben wir nicht so viel Pyrotechnik im Umlauf und dann kommen unsere Kollegen gesund durch die Nacht und können die innere Sicherheit gewährleisten. Herr Jentrow, vielen Dank für das Gespräch und wir drücken Ihnen und Ihren Kollegen natürlich die Daumen, dass es eine friedliche Silvesternacht wird. Dankeschön. Ich danke Ihnen und kommen Sie gesund ins neue Jahr.